Lenas Küchenaction, Teil 2. Hallo zurück, liebe Deutschlerner, und herzlich willkommen zu Teil 2 von Lenas Küchenaction bei Annas und Lenas Deutschalltag. Lena, im ersten Teil hast du ja schon den Geschirrberg bezwungen und die Arbeitsflächen zum Glänzen gebracht. Bist du bereit, uns zu erzählen, wie du dich den anderen Herausforderungen in der Küche gestellt hast? Ich denke da besonders an den Herd und den Kühlschrank. Hallo Anna, hallo an alle. Ja, absolut. Nachdem das Geschirr und die Flächen sauber waren, habe ich mir gedacht, jetzt kommen die Großgeräte dran. Der Herd hat schon ganz vorwurfsvoll ausgesehen. Teil 1. Der Herd und die Mikrowelle. Das kann ich mir vorstellen. Der Herd hat ausgesehen. Also Mischenherd. Wie bist du da vorgegangen? Der ist ja oft ein Ort für besonders hartnäckigen Schmutz. Und ihr zu Hause? Was ist für euch die größte Herausforderung beim Herdputzen? Schreibt es uns doch mal in die Kommentare, während Lena erzählt. Oh ja, vor allem das Ceranfeld. Da waren ein paar eingebrannte Flecken vom letzten Mal kochen. Zuerst habe ich einen speziellen Ceranfeldschaber genommen und die ganz groben, eingebrannten Reste vorsichtig abgekratzt. Das musste ich ganz behutsam machen, um keine Kratzer zu verursachen. Sehr wichtig, die Vorsicht. Du hast einen Schaber genommen und die Reste abgekratzt. Und nachdem das Gröbste weg war? Dann habe ich einen speziellen Reiniger für Ceranfelder aufgetragen. Den habe ich kurz einwirken lassen. So stand es auf der Flasche. Und danach habe ich alles mit einem weichen Tuch und etwas Küchenpapier sauber gewischt und poliert. Es hat am Ende wieder richtig schön geglänzt. Das war ein gutes Gefühl. Das glaube ich dir. Du hast Reiniger aufgetragen, ihn wirken lassen, alles sauber gewischt und poliert. Super. Und was ist mit dem Backofen? Den hattest du beim letzten Mal ja noch verschont. Ja, der Backofen. Also, den Innenraum habe ich für diesen Putztag tatsächlich wieder ausgelassen. Ich habe mir vorgenommen, das demnächst mal mit einem Spezialreiniger zu machen. Das ist eine eigene Mission. Aber die Backofentür von außen, die habe ich gründlich gereinigt. Und auch die Knöpfe und Griffe vom Herd und Backofen habe ich abgewischt. Das ist auch schon viel wert. Und was war mit der Mikrowelle? Die wird ja auch oft benutzt. Stimmt. Die Mikrowelle war relativ schnell erledigt. Ich habe einen Teller mit Wasser und Zitronenscheiben hineingestellt und die Mikrowelle für ein paar Minuten laufen lassen. Der Dampf hat den Schmutz gelöst. Danach musste ich den Innenraum nur noch feucht auswischen. Auch den Drehteller habe ich herausgenommen und kurz abgespült. Ein super Tipp mit dem Zitronenwasser für die Mikrowelle. Liebe Zuschauer, habt ihr auch so einen genialen Mikrowellentrick? Teilt ihn mit uns in den Kommentaren. Teil 2. Der Kühlschrank. Sehr effizient. So, der heiße Bereich der Küche ist also sauber. Dann kommt ja oft der kalte Bereich dran. Der Kühlschrank. Das ist meist eine größere Aktion, oder? Oh ja, der Kühlschrank. Den habe ich dann als nächstes in Angriff genommen. Das war wirklich dringend nötig. Da hatte sich schon einiges angesammelt, was ich nicht mehr gebraucht habe. Zuerst habe ich ihn komplett ausgeräumt. Jedes Joghurt, jede Gemüseschublade, alles rausgenommen. Ein leerer Kühlschrank ist ein guter Anfang. Und dann? Die große Inventur? Genau. Ich habe alle Lebensmittel überprüft. Ein paar Sachen waren leider schon abgelaufen, die habe ich schweren Herzens weggeworfen. Andere Dinge habe ich kontrolliert und wieder gut verschlossen. Sehr vernünftig. Und das Innere des Kühlschranks? Die Einlegeböden und Gemüsefächer habe ich alle herausgenommen und im Spülbecken mit warmem Wasser und etwas Spülmittel abgewaschen. Das Innere vom Kühlschrank selbst habe ich mit Essigwasser ausgewischt. Danach habe ich alles gut trocken gerieben, bevor ich die Lebensmittel wieder eingeräumt habe. Fantastisch. Das klingt nach einem wirklich sauberen Kühlschrank. Ja, und plötzlich hatte ich wieder viel mehr Platz. Es hat sich richtig gut angefühlt, die Tür aufzumachen und alles so ordentlich zu sehen. Teil 3. Müll und Boden.
Das kann ich mir vorstellen. So, Herd, Mikrowelle, Kühlschrank. Was blieb dann noch übrig in der Küche? Wahrscheinlich der Boden und der Müll. Genau die beiden. Der Müll war als erstes dran. Ich habe alle Mülleimer in der Küche geleert. Restmüll, Biomüll, Plastikmüll und neue Müllbeutel hineingegeben. Den vollen Müllsack habe ich dann gleich nach draußen in die große Tonne gebracht. Sehr wichtig. Und zum krönenden Abschluss, der Küchenboden. Ja, der Küchenboden hatte es auch nötig. Überall lagen Krümel und kleine Spritzer. Ich habe ihn zuerst gründlich gefegt, auch unter den Schränken, so gut es ging. Danach habe ich ihn mit einem speziellen Küchenbodenreiniger feucht gewischt. Als der Boden trocken war, habe ich mich umgeschaut und gedacht, wow, die Küche hat noch nie so geglänzt. Chapeau, Lena! Das war wirklich ein Küchenmarathon. Ich bin beeindruckt. Wortschatztafel. Küche. Absolut klasse, Lena. Und für euch, liebe Zuschauer, kommt hier der zweite Teil unserer Küchenwortschatztafel. Wieder viele nützliche Verben im Perfekt für die Großgeräte und den Rest der Küche. Achtet auch auf die Artikel der Nomen. Die stehen jetzt direkt davor. Der Herd, der Backofen und die Mikrowelle. Das Ceranfeld, die Reste, abgekratzt. Der Reiniger aufgetragen, kurz einwirken lassen. Das Ceranfeld sauber gewischt, poliert. Der Backofen-Innenraum ausgelassen, sich etwas für später vorgenommen. Die Backofentür, die Knöpfe, die Griffe gereinigt, abgewischt. Das Wasser mit der Zitrone hineingestellt, in die Mikrowelle laufen lassen. Der Mikrowelleninnenraum feucht ausgewischt. Der Drehteller herausgenommen, abgespült. Der Kühlschrank, den Kühlschrank in Angriff genommen, komplett ausgeräumt. Die Lebensmittel überprüft, alles rausgenommen. Das Abgelaufene weggeworfen, entsorgt. Andere die Dinge kontrolliert, gut, verschlossen. Die Einlegeböden, die Gemüsefächer, herausgenommen, abgewaschen. Das Innere mit dem Essigwasser, ausgewischt, gut trocken, gerieben. Die Lebensmittel, wieder eingeräumt. Vielmehr der Platz, gehabt, sich gut angefühlt. Der Müll, der Mülleimer, geleert. Neue die Müllbeutel, hineingegeben. Den Müllsack nach draußen gebracht, hinausgebracht. Der Boden, den Boden gefegt, auch unter den Schränken, feucht gewischt. Die Küche hat geglänzt. Das war wirklich eine umfassende Küchenreinigung. Lena, du hast dir jetzt aber wirklich eine lange Pause verdient. Und was hast du als allererstes in deiner blitzblanken Küche gemacht? Ich habe mir einen großen Becher Tee gemacht, mich an meinen sauberen Küchentisch gesetzt und einfach nur die Ordnung und Sauberkeit genossen. Das war die beste Belohnung. Ich habe wirklich viel gemacht. Den Herd geputzt, den Kühlschrank ausgeräumt und gewischt, den Boden gefegt. Puh! Und dann habe ich überlegt, was ich Leckeres kochen könnte. Aber das ist eine andere Geschichte. Das klingt nach einem perfekten Abschluss. Liebe Zuschauer, wir hoffen, Lenas Küchenabenteuer Teil 2 hat euch wieder inspiriert und viele nützliche Sätze im Perfekt geliefert. Was ist für euch die größte Herausforderung in der Küche? Der Herd, der Kühlschrank oder etwas ganz anderes? Erzählt mal in den Kommentaren. Das war's für heute mit dem zweiten Teil unserer Küchenspezialfolge von Annas und Lenas Deutsch Alltag. Wenn euch auch diese Folge gefallen hat, freuen wir uns riesig über einen Daumen hoch. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt, um keine weiteren Abenteuer von Lena und nützliche Deutschtipps zu verpassen. Genau.
Und vielleicht habt ihr ja schon Ideen, was ich als nächstes erzählen könnte? Einen Ausflug? Einen Einkauf? Lasst es uns wissen. Bis zum nächsten Mal und viel Erfolg beim Deutschlernen. Tschüss! Tschüss zusammen. Macht's gut.